Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen und ganz besonderen Video, denn ich will euch in den nächsten 2,5 bis 3 Wochen mitnehmen bei der Weinernte im Burgund. Genau so lange werde ich hier auf der Domaine, auf der ich jetzt gerade stehe, planmäßig arbeiten. Die Domaine heißt Chandon de Briaille und ist in Savigny-les-Bains, also wirklich mitten im Herzen des Burgund. Es ist eine kleine familiengeführte Domaine und ich glaube, es ist was ganz Besonderes, hier arbeiten zu können und dann auch den Wein hier kennenzulernen. Und in den nächsten Tagen seht ihr, wie ich sowohl in den Weinbergen unterwegs bin, als auch mit in der Küche. Denn hier sind zur Ernte so ungefähr 50 Leute zu verpflegen und Christine, die Köchin, kann das natürlich nicht komplett alleine machen. Deshalb haben mich die Besitzer gefragt, ob ich da vielleicht mithelfen kann. Der Bus, das seht ihr da, ist hier ganz sicher geparkt an diesem wunderschönen Gutshaus. Ich zeige euch das auch gleich nochmal. Und ich hoffe, dass ich euch dann im Laufe der Zeit auch noch so ein bisschen erklären kann, wie das überhaupt funktioniert mit der Weinherstellung, wie hier auch so ein Betrieb geführt wird und was man ansonsten noch so wissen sollte über Wein aus Frankreich. So, wer jetzt aus einer deutschen Weinregion kommt, kann wahrscheinlich ein bisschen vorspulen, weil ich als Norddeutsche gar keinen Plan habe und ihr wahrscheinlich aber alle noch viel mehr. Also seht's mir nach, wenn ich jetzt auch vielleicht Sachen sage, die für euch völlig selbstverständlich sind. Für alle anderen, die genauso wenig Ahnung haben wie ich und die nur gerne trinken, wird's hoffentlich ganz spannend. Okay. Die Domaine Chandon de Briaille ist seit 1834 im Besitz der Familie de Nicolai. Seit 2001 wird sie von Claude und François de Nicolai geführt, die sich als Geschwister die Aufgaben der Leitung teilen. Zum Weingut gehören heute etwa 13 Hektar, die sich über die 3 benachbarten Dörfer Savigny-les-Bains, Pernon-Vergelès und Alox-Coton erstrecken. Durchschnittlich produziert die Domaine etwa 50.000 Flaschen im Jahr, von denen ca. 60% exportiert werden. Hauptsächliche Abnehmer sind dabei Großbritannien, die USA und Japan, sodass die Weine der Domaine nicht nur die besten Restaurants Frankreichs bereichern, sondern zum Beispiel auch in den Top-Adressen New Yorks zu finden sind. Die Qualität der Weine beruht maßgeblich auf dem Umgang mit den Pflanzen während des gesamten Jahres. Die Domaine arbeitet biodynamisch, ausschließlich im Einklang mit der Natur und ist Demeter-zertifiziert. Die Bodenbearbeitung übernehmen, wo immer möglich, die Pferde des Weinguts. Und das große Ziel ist es, einen Wein zu kreieren, der so nah wie möglich an seinem ursprünglichen Zustand ist. Ihr seht schon, die Weinherstellung, zumindest auf diesem Weingut im Burgund, geht weit über bloßes Handwerk hinaus und ist sehr vielschichtig, ab und an vielleicht sogar schon eine Kunst. Die Grundlage für alles ist der Boden, auf dem der Wein wächst, weil dieser je nach Anteil an Mineralien ganz unterschiedliche Inhaltsstoffe in die Trauben bringt. Und weil der Boden sich durch seine geologische Entwicklung sehr stark unterscheidet, wird er in die sogenannten Climats eingeteilt. Hier auf der Karte seht ihr, wie viele verschiedene Climats es um wenige kleine Dörfer herum geben kann. Dazu kommen dann natürlich noch die Lage und weitere klimatische Bedingungen. Der Weinberg, in dem ich jetzt bin, ist deshalb besonders, weil hier ein Grand Cru-Klima ist. Das heißt, die Trauben, die hier um mich herum wachsen, werden im Idealfall zum besten Wein dieses Jahres. Ich stehe jetzt hier in einer traditionellen Cabotte. Cabottes sind die kleinen Hütten, die man hier überall in den Weinbergen sieht und die den Weinbauern dienen zum Schutz gegen das Wetter. Also sowohl bei Regen als auch bei Sonne kann man hier eben reingehen und Unterschlupf finden, und die sind zum Teil mehrere 100 Jahre alt. Was ich ganz besonders spannend finde, die Steine, die ihr hier seht, traditionell wurden die von den Feldern gesammelt. Also die Geschichte ist so, dass wenn ein Weinbauer ein neues Stückchen Weinberg bekam, dann hat er, bevor er da irgendwelche Weinstöcke anpflanzen konnte, erstmal die größten Steine aus dem Boden rausgesammelt. Und die hat er dann genutzt, um sich zum einen eine Mauer zu bauen um sein Stückchen Land herum und auch um solche Cabottes zu bauen.
zeige euch das jetzt auch gleich nochmal von draußen. Also hier ist die Grenze und dann steht hier die Cabotte so halbrund mit der Öffnung in die Richtung. Was ich ganz spannend finde, die Mauern, sieht man hier drüben auch nochmal ganz gut, die dienen auch dazu, dass bei Regenfällen, also natürlich jetzt nicht hier oben, aber dass die Mauer hier auf der anderen Seite, die würde, wenn es jetzt regnet und dann zum Beispiel die Erde nach unten geschwemmt wird, also im Winter, wenn das nicht so grün ist, dann würde ja die Erde nach unten geschwemmt werden und dann können die Weinbauern, die aber an der Mauer quasi wieder einsammeln und dann wieder zurückbringen auf die Weinberge, weil ja genau diese Erde das ganz Besondere ausmacht. Also das Klima, jetzt nicht das Wetter, sondern das Klima, das Stückchen Land, auf dem der Wein steht und fällt ja mit der Erde. Das heißt, natürlich wollen die Weinbauern ihre ganz besondere Erde, die ja dann noch den Geschmack des Weins am Ende ausmachen, bei sich behalten. Hier drüben seht ihr einen der berühmten Steinbrüche des Burgund, denn, ich glaube, noch weiter ranzoomen kann ich jetzt nicht, denn das Burgund und die Berge hier sind tatsächlich auch bekannt für die Qualität ihres Gesteins und zum Beispiel im Louvre, aber auch im British Museum wurden ganz wesentliche Teile der Inneneinrichtung mit burgundischem Stein ausgekleidet. Guten Morgen, es ist kurz nach 7 und heute fahre ich mit raus auf die Weinberge zur Weinernte. Da hinten geht jetzt gerade die Sonne auf, noch nicht so ganz, seht ihr jetzt vielleicht. Ich war gestern auch schon mit draußen und habe total Muskelkater, ehrlich gesagt. Vielleicht kann ich heute mal ein bisschen was mitfilmen und dann seht ihr auch, wie das so abläuft bei der Weinernte. Wir sind eine ganz bunte Truppe hier, ganz viele junge Leute, ganz viele Italiener, aber auch Niederländer und Franzosen, aber auch ein paar Leute in meinem Alter, was sehr sympathisch ist. Und ja, mal abgesehen von dem Muskelkater bin ich gespannt, wie sich der Tag heute so entwickelt. Also es ist okay, es macht Spaß, aber es ist schon auch echt richtig anstrengend. Okay, bis später. Der Hund. I walk some. Ein ganz normaler Tag ist so eingeteilt, dass man gegen 7:30 Uhr oder 8 Uhr beginnt. Dann gibt es gegen 10 Uhr die sogenannte Casse-croûte, die Frühstückspause und damit auch den ersten Wein. Das war tatsächlich ein bisschen besonders für mich. Aber es gibt natürlich auch Brot, Wurst, Käse und Obst dazu. Zwischen 12:30 und 2 ist dann meist Mittagspause, auch wieder mit Wein. Und danach arbeitet man nochmal so bis ungefähr 17 Uhr. Richtig schön und wahrscheinlich auch wirklich besonders ist, dass viele Mitarbeiter des Weinguts selbst mit bei der Ernte helfen, also nicht nur Saisonarbeiter da sind und dass am Wochenende sogar die Kinder mithelfen. Dadurch ist die Stimmung einfach total familiär und wirklich, wirklich schön.
Okay, warte. Ja, da. So. Pia hat mir gezeigt, dass man sich mit den unreifen Trauben super die Finger waschen kann, weil da ja nur Wasser drin ist und aber noch kein Zucker. Das heißt, den ganzen Zucker von der Ernte kriegt man damit super ab. Merci, Pia. Auch riechen. So sieht die Mittagspause aus. Also der Anfang davon. Ziemlich nett. Bon Appetit! It's a good day today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today. So, und hier jetzt noch so eine Kleinigkeit am Rande. Nach allem Suchen in Cornwall finde ich hier mitten in Frankreich als Picknicktisch, guckt euch das mal an. Das sind alles Fossilien, die hier in den Weinbergen liegen, weil das nämlich auch mal irgendwann einfach Meeresboden war. Und hier haben sie aus so einem großen Stückchen Fossiliengestein einfach einen Tisch gemacht. Das ist der Wahnsinn. Da. Alles Fossilien, alles Ammoniten. Und dieser hier hat sich zufällig gelöst und kommt vielleicht mit in den Bus. Zumindest erkennt man den. Auch tatsächlich. Der ist so groß wie meine Hand. Unmittelbar nach der Ernte werden die Trauben weiterverarbeitet und gepresst, die weißen schneller als die roten. So at the moment it's in use, so we can't really show much. But the fresh grapes are loaded directly into here, Okay. and then that's it there. So there's a big air pump that kind of squeezes in and out like that. And the juice is like very gently pushed out of the grapes and comes Okay. down into here. So all of that is like grape juice. That's all of grape juice, yeah. And that's gonna be the wine in the end. Exactly. So we wait until it's almost full. Yeah. And then we drain it from here into one of these tanks. So that's Ben. For me? Yeah, but like Le rouge c'est meilleur. Yes, tu n'as pas vu par hasard le... Tu es dans le YouTube vidéo maintenant? Ah non. Oui. And then, so that juice then sits in these tanks Ja. for normally 24 to 48 hours, depending on the wine. Okay. And you can see down here all the it's called the lees. Ja. So all of the must, all of the leftover pulp, Yeah. and all of the bits The from the yeast wine, and- naturally settles down. Okay, so that's why it's left in here. Yeah. Because we want mostly juice and
not so much lees. Right? So then all of the clear liquid here is then pumped into either small barrels or the big large foods, Right. depending on how Okay. how we want the fermentation to go. And then we clean that out and do it again. Perfect. So, all right. I got that. Thanks a lot. Bitte. Danke. Sur la palette bitte. Ja. Du kannst mal anfassen. Da merkst du, das Okay. ist schon noch, also da ist noch richtig viel Saft drin. Ja. Merkst du, also es ist schon noch gut feucht und du siehst manchmal hier so die Beeren, also da ist noch richtig viel Saft. Ja. Genau, da waren die Holzblöcke drauf. Oh, aber das ist schon richtig eine feste Masse so, ne? Ja. Und das ist wirklich richtig oldschool, was wir hier machen. Also das ist so eine... So hat man halt vor 200 Jahren auch gepresst, aber es ist halt am schonendsten und so am besten für den Wein eigentlich und für die besonders guten. Ich würde sagen, wir machen ja hier auch wirklich den besten Wein. Ja. Also so im Vergleich. Ja. Aber wisst ihr schon, was das da jetzt mal für ein Wein wird oder weiß man das erst später? Oder wisst ihr jetzt schon, Man es ist weiß, eine... wo es gewachsen ist auf jeden Fall. Ja. Und es ist auch am Cortonberg gewachsen. Ja, Und dann sitzt auch meistens ein Corton. Also Corton nennt sich der Ja. Wein dann. genau, Coton kann ja sogar auch ein Grand Cru werden, ne? Ja, aber meistens Grand Cru, das muss schon sehr besonders sein. Und das guckt man halt vor der Füllung dann, Ja, ob das Potenzial reicht von dem Wein, ob Ja. er halt seinen Preis gerechtfertigt. ja. Also seinen Preis rechtfertigt. Und also die Planung ist jetzt, das als Grand Cru zu vermarkten, aber man guckt, bevor man es füllt, ob es halt genug ist. Aber dann verstehe ich jetzt auch, warum ihr wirklich da jede Traube noch haben wollt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist, also wie gesagt, die Trauben sind noch feucht. Ja, Wäre Verschwendung. Ich meine, wir haben ja dafür gearbeitet. ja. Ganz- Hart. den Wir haben ganzen hart Wein. dafür gearbeitet, alle Mann. Ja. Okay, Paul macht sauber. Ja. Also das ist die Quetsche eben. Das ist die Quetsche. Die Weißweintrauben, bevor man die presst, werden die in der Regel, man muss es nicht, aber werden die gequetscht. Da trennst du die Beeren vom Stielgerüst und die werden halt so ein bisschen, die Haut wird ein bisschen aufgebrochen und so. Und gerade wenn man so manuell, also so altertümlich presst wie wir, ist es gut, wenn die Trauben halt schon so ein bisschen offen sind, sag ich jetzt mal. Das sieht aus, als wäre das Ding auch schon ein bisschen älter. Das sieht sehr Ja, das ist sehr, traditionell. ja. Das sieht super robust Normalerweise aus. ist es elektrisch betrieben. Ja. Das wird halt mit der Kurbel Ja, gemacht. okay. Dankeschön. Die roten Trauben werden zunächst als ganze Frucht vergoren und für mich war total erstaunlich, wie schnell das geht. Also wie intensiv der Saft schon nach kurzer Zeit duftet und wie warm er ist. Nach dem Pressen wird der frische Wein dann unmittelbar in Fässer umgefüllt und lagert dort für mindestens ein Jahr, mitunter aber auch deutlich länger, bevor er in Flaschen abgefüllt wird. In einem so alten Weinkeller aus dem 17. Jahrhundert sein zu dürfen, mit einigen der besten Weine des Landes, war eine unbeschreibliche Erfahrung. Diese Weine dann auch noch probieren zu dürfen, mit allen nötigen Erklärungen und Hinweisen, ist wirklich ohne Worte. So it's a blend of clay, iron and this limestone, which makes the wine very attractive in terms of fruit, ripe style fruit, because 23 was quite a ripe vintage, but also a touch of spice and minerals because of the undersoil. So the wine was just bottled a few weeks ago, just before the picking, and I believe this vintage will age very well. But it's a warm vintage, with less acidity than usual. Okay. Voilà, it's quite. And but this wine is for minimum for 10 years aging, 10 to 20 years aging after bottling, because for me it's getting Better? so nice. Yeah, okay. You need to be very patient. What's the longest that you can eat? It depends on the vintage, but for example, I still have some 15. First, my father label. So we had this one when we were
certified EcoCert and Demeter in 011 with the angels. And since 2020 we have this one, and we are not using any more caps but wax. I bought a wax machine. And why? To seal more the wine. So because caps still leave some oxygen, Okay. as here as a wax is much better. Wax is better. Okay. Yeah, wax is better, and what we like also is the look. It's really Yeah. nice also, Yeah. and it's really the tendency in Burgundy to use wax. And I think it's also maybe more ecology. I think it is. Yeah, it's really nice. It's low tech, no steel. Claude José, die ihr hier gerade kennengelernt habt, leitet das Weingut mit ihrem Bruder François. Und vielleicht habt ihr so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie komplex das Thema eigentlich ist und was es da so alles zu wissen gibt. Neben ihrem fundierten Wissen gibt sie der Domaine aber auch ganz viel Wärme und Authentizität. Und man spürt wirklich überall, dass dieser traditionelle Familienbetrieb eine Herzensangelegenheit ist. Sowohl für die Besitzer als auch für alle Mitarbeiter. Und für die Stimmung im Team ist natürlich eines super wichtig, nämlich gutes Essen. Ihr habt ja schon im ersten Teil des Videos gesehen, wie großartig die Verpflegung so ist während der Ernte, aber tatsächlich auch das ganze Jahr über. Und ich habe die meiste Zeit ja gar nicht mit auf dem Feld gearbeitet, sondern, so wie ihr das jetzt im zweiten Teil seht, mit Christine in der Küche. Und auch das war eine großartige Erfahrung, weil ich so viel lernen durfte, mein Französisch verbessern, von Christine herrliche französische Küche. Die war ganz geduldig mit mir, sowohl was meine Sprache als auch das Kochen angeht. Und auch das zeige ich euch jetzt zumindest ein ganz kleines bisschen. So, heute machen wir ein Gratin. Und ein Mitarbeiter hier auf dem Weingut hat einen kleinen Biobauernhof und bringt immer das ganze Gemüse mit und es sieht super aus. Es gibt ganz kleine Auberginen und auch solche. Aber es gibt auch so riesige Tomaten. So, das wird heute das Mittagessen. So, zum Nachtisch morgen haben wir jetzt 5 Ananaskuchen gemacht. Hier ist schon einer gestürzt. Da ist Christine. Christine hat die gemacht. Hui. Da ist noch einer. Und wir haben 2 im Ofen und 2 machen wir morgen noch. Und jetzt ist gleich Feierabend. Okay, jetzt kommt der absolute Höhepunkt. Jetzt machen wir hier gleich Tiramisu für 50 Leute, weil morgen Abend der letzte Tag der Ernte ist und da wird ganz groß gefeiert und jetzt ist ein Tag davor und wir müssen schon ganz viel vorbereiten. Also Tiramisu mit Christine. Christine ist da. Alors, Lise. Merci beaucoup. Mania, Oui, au oui. travail. Oui. Travail. Tu vas être au YouTube vidéo. Très bien. C'est très bien. Oh, merci. It's good. Alors, et là, c'est Christine. Et c'est le tiramisu pour après. So, fertig. Man sieht jetzt gar nicht richtig, wie groß das ist, aber vielleicht kann ich mal zeigen. So groß ist die Amaretto-Flasche, so groß ist das Tiramisu. Es ist groß. Also wir haben jetzt ein Tiramisu hier und ein Tiramisu da. Morgen kommt da noch Kakao oben drauf. Und dann ist fertig. So, heute ist der große Abend, die Poulet. Das heißt, der letzte Tag der Weinernte. Heute sind die letzten Trauben geerntet worden und gleich feiern hier alle zusammen. Also die Besitzer der Domaine und die Mitarbeiter und alle Erntehelfer. Und Christine und ich haben jetzt 2 Tage lang alle möglichen Sachen gekocht und gebacken und gemacht. Und alle sind ein bisschen aufgeregt. Und es wird bestimmt gleich total schön. Für den Apero machen wir gleich diese kleinen Dinger. Da ist Käse drin und die sind scheinbar typisch fürs Burgund. Davon reichlich. Und dann gibt es auch noch Quiche und Bœuf Bourguignon und Tarte. Und ein Nachtisch. Natürlich Käse, reichlich.
Everything is beautiful Sunday morning snooze with breakfast in bed. And I listen to the song in my head. It sings of you and the things that you do. 'Cause you're everything. Drei Wochen Weinernte. Das war für mich eine völlig unerwartete Mischung aus dem Kennenlernen toller Menschen, ein erster Einblick in die Welt des Weins und viel körperlicher Arbeit. Ich war mir vorher nicht so ganz sicher, wie es mir dabei gehen würde, aber jetzt fühlt es sich richtig gut an. Ich bin fitter und ich liebe es, den ganzen Tag draußen zu sein, auch bei schlechtem Wetter. Am Ende habe ich für 3 unterschiedliche Weingüter geerntet, weil die Erntezeit sich je nach Höhenlage etwas unterscheidet und ich nach dem ersten und zweiten einfach noch Zeit und Lust hatte. Für die Abschlussklasse 2022. Euer Scheibenhonigpulli zieht jetzt wahrscheinlich nach Spanien um und ich fahre als nächstes nach Paris, um Lotti dort zu treffen. Nach 2 Monaten alleine unterwegs ziehen wir dann endlich gemeinsam in den Bus und starten in Richtung Küste. Euch allen eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag.